Hier ist wieder der Typ aus Teneriffa. Wundervoll. Heute ist ein bisschen bewölkt. Das gibt mir die Chance, mal von draußen zu drehen. Oder auch nicht, weil hier dauernd Autos fahren. Es gibt drei Sachen, die man braucht, um irgendein großes Projekt durchzuziehen. Das eine ist Vertrauen, das andere ist ein Budget und das dritte ist Freiheit. Für uns ist es wichtig, dass dieser Standort etwas bekommt, was die Gemeinschaft wieder stärkt. Wir haben es jetzt über die Jahre gehabt, dass es tatsächlich immer nur das Internet als häufigste Kommunikationsform gegeben hat. Plastikbecher saufen mit Poolvergnügen kann man überall haben. Dafür haben sie, glaube ich, Mallorca geschaffen und selbst die haben gemerkt, dass das Publikum nicht so ist, wie sie es gerne gehabt hätten. Es ist einfach so, wenn man beim Suchen des Urlaubs schon die Preise so eng vergleicht, dann kann man nicht auf Kunde König gehen. Ein König wird nie feilschen. Und wir haben hier Leute, die die günstigsten Angebote nehmen und in der Gegend rumheulen, dass bei ihnen, wenn sie in das Zimmer reinkommen, kein Schwan aus den Handtüchern gemacht wurde. Da ist irgendwas missverstanden worden. Wenn Sie wirklich ein Urlauber sind, ein Gast, dann sieht das alles ganz anders aus. Das ist 30 Jahre her. Hier waren Leute unterwegs, wo die Leute mit den Zungen geschnalzt haben und haben gesagt, was, Sie können sich Teneriffa leisten? Heutzutage ist es egal, ob Sie Kreta, Mallorca oder Teneriffa nehmen. Und Sie können sich nicht vorstellen, wie traurig das ist für eine wunderschöne Insel wie dies hier. Bowling ist ein Gemeinschaftssport und deswegen wende ich mich immer an euch, um zu sagen, passt auf, dies hier ist die schönste Insel, hier kann man wundervoll Urlaub machen und wir haben alles, von Palmen bis schneebedeckte Hügel, wir haben Meer, Surfen, wir haben wildes Meer, wir haben ruhiges Meer, wir haben einen schwarzen Strand und wir haben eine rote Ananas. Das ist kein Scherz, das ist so. Es wäre wundervoll, wenn man einen so sozialen, so einen Gemeinschaftssport wie Bowling hierher bringt. Wir fangen an mit 24 Bahnen, was ich eigentlich als ziemlich klein ansehe. Aber ihr wisst die berühmte Zahl, beim Bowling ist die 12, neben der 300. Puerto de la Cruz was always international. And this part which missing is class. We have to bring back class to Tenerife just to show how amazing this place is. So join us at Tede Bowling and show us your appreciation just for this game. Damen und Herren. Okay, das ist der Punkt, wo wir die Bombe platzen lassen. Hier in Spanien, das ist nicht richtig Spanien, das sind die Kanarischen Inseln. Wenn man sich mit der Geschichte betrachtet, dann hießen die auch früher nicht Teneriffa und Gran Canaria, die hatten ganz andere Namen. Und irgendwann hat irgendeiner gesagt, oh, das finde ich aber toll, das nehmen wir. Und zwischendurch waren es mal die Briten und zwischendurch waren es mal die Spanier und jetzt so weiter. Und im Moment sind es die Spanier und die Spanier haben es vergessen. Ne? Das ist wie ein Kind, was irgendein tolles Spielzeug kriegt. Und er freut sich also praktisch bis zweiten Weihnachtstag und dann packt es in die Schublade und dann ist vergessen. Und genauso ist es mit den Spaniern und Canary Islands. Du hast also immer das Problem, dass zum Beispiel die EU Sondergelder zur Verfügung steht, weil wir sind ja EU-Außengrenze, nicht wahr? Und da gibt es Geld für. Also das ist wie Zonenrandgebiet damals, ne? Wer an der DDR gewohnt hat, da wurde... So. Ich werde diesen Vergleich öfter bringen.
Und das Geld geht aber, weil die Kanarischen Inseln, geht nach Madrid. Und die sollen das dann verwalten. Also die sollen das dann den Kanarischen Inseln zu. Nun geht es Madrid auch nicht ganz so toll. Und die meisten Politiker, die man jetzt so in den Nachrichten sieht, sind ja irgendwie auch mit diesen Saugnäpfen an den Händen. Und somit ist dieses Geld also mehrfach äh, ja, vergessen worden. Ne? Also, ach ja, wir haben ja noch die Kanarischen Inseln, Mensch, und wir sitzen hier auf dem Schlauch. War nicht nett. Und da gab es dann irgendwann vorletztes Jahr, ein Grundsatzurteil von der EU, die praktisch die Regierung in Madrid bestraft hat, weil sie das ja anscheinend also wie mit dem Zirkel gezogen machen. Ja? Wenn sie zwischendurch mal gezahlt hätten und dann wieder nicht, dann könnte man sagen, okay, die sind ein bisschen. Ne? Aber so haben sie es also konsequent immer sehr präzise vergessen. Und dafür haben sie dann einen eingekriegt. Das Problem ist einfach, es lebt hier tatsächlich nur vom Tourismus. Es gibt nichts anderes. Es gibt keine Produktion, es gibt nichts mehr. Und als der Tourismus weggebrochen ist, da war es dann vorbei. Da haben sie dann alle dagestanden und haben gesagt, oh, wäre es schön, wenn wir jetzt was anderes hätten. Und jetzt den Tourismus wieder anzukurbeln, ist schwer. Ohne Attraktionen keine Chance. Und wie ich denke, ist also das größte Bowlingcenter Spaniens ist schon eine Attraktion. Man versucht es gerade mit irgendeiner Rennstrecke, die sie hier jetzt finanziert haben, weil also grundsätzlich jeder hier verfügt, also mindestens über ein Formel-1-Auto. Ja, ja. Kommen Sie mir nicht mit Logik, wirklich nicht. Politik und Logik, das ist, ich hatte Mengenlehre. Wissen Sie, hier ist Politik, da ist Logik, da gibt es nie eine Schnittmenge, hat es nie gegeben. Und deswegen werden also solche irren Sachen gemacht, wo man wirklich sagt, okay, zweimal eine Nacht drüber schlafen und dann entscheidet man das, dann wäre man irgendwann drauf gekommen, okay, besoffen war es noch eine gute Idee, aber im Moment, nein. Wir haben hier den ganzen Berg voll mit irgendwelchen super Projekten, die dann verhungert sind. Tja, so ist das. Ach so, ja, bevor ich entschwebe. Wenn es Ihnen gefallen hat, wenn Sie mitmachen möchten oder wenn Sie irgendwas an der Idee zu verbessern haben, dann sagen Sie uns Bescheid. Einfach in die Kommentare und wir werden uns melden, beziehungsweise auf jeden Fall wird es gelesen und wir werden Ihnen antworten. Vielen Dank. Konstruktive Kritik ist eine wichtige Geschichte und viele Leute haben vergessen, dass das funktioniert.